Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Madame Fuchslis YouTube-Kanal. Heute dreht sich alles um Ostern und zwar werden wir in diesem Video diese zwei Osteranhänger basteln. Die kann man dann an seinen Osterstrauch hängen oder auch an die Ostergeschenke, je nachdem, für was man sie verwenden möchte. Wir beginnen mit unserem Häschen. Dazu benötigen wir diese Holzringe, eine Schere natürlich, unsere Häkelnadel, eine Wollnadel und eine Gabel, später für unseren kleinen Bommel. Und für den Hasen habe ich zwei verschiedene Wollfäden benutzt. Und zwar nehme ich für den jetzt rosa und creme. Und dann geht es auch schon los. Ganz zu Anfang beginnen wir damit, den Holzring zu umhäkeln. Wir knoten unseren Faden an den Ring. Und beginnen dann mit festen Maschen einmal rundherum zu häkeln. Die Maschenanzahl variiert ein bisschen, je nachdem wie dick euer Garn ist oder wie dünn. Und dementsprechend kann sich die Anzahl etwas verändern. Wichtig ist, achtet darauf, dass es nicht zu viele sind, weil wenn es zu viele sind, fängt es an, sich zu wellen. Und wenn es zu wenige sind, hat man natürlich Lücken überall, also versucht es möglichst gleichmäßig rundherum zu häkeln. Und zwar gehen wir durch unseren Ring von vorne nach hinten durch, holen uns den Faden von hinten nach vorne und maschen einmal durch. Und wiederholen das Ganze nochmal. Wir gehen durch unseren Ring durch, holen uns den Faden von hinten nach vorne und häkeln eine feste Masche. Das Ganze jetzt einmal rundherum. Bei mir sind es genau 35 feste Maschen. Wenn ihr dann einmal rundherum gehäkelt habt, verschließt das Ganze mit einer Kettmasche in die erste Masche. Den Faden ketten wir nicht ab. Ich verknote jetzt einfach den kurzen Faden mit unseren langen Häkelfaden auf der Rückseite und schneide dann den kurzen Faden schon mal weg. Der stört uns dann nicht mehr. Das Ganze sieht jetzt so aus. Einmal schön gleichmäßig rundherum gehäkelt. Und nun beginnen wir die Öhrchen zu häkeln. Dazu schlagen wir 18 Luftmaschen an. Und gehen jetzt
in unsere erste Masche wieder rein und verschließen das Ganze mit einer Kettmasche. So dass wir diese erste Schlaufe bekommen für unser erstes Öhrchen. Nun umhäkeln wir das Ganze mit festen Maschen und hier in der Mitte häkeln wir dann ein Picot, um diesen kleinen Knick hier oben zu bekommen. Dazu schlagen wir eine Luftmasche an, dass wir das Ganze wenden können auf die Rückseite. Und häkeln jetzt erstmal 10 feste Maschen bis zur Mitte hoch. Immer schön durch das Ohr durch. So. Jetzt wird unser Picot oder auch Mäusezähnchen gehäkelt. Dafür schlagen wir 3 Luftmaschen an, gehen hier seitlich durch diese 2 Schlaufen durch und ketten das Ganze einmal ab. So entsteht dann unser Knick hier oben. Und jetzt häkeln wir 10 Maschen wieder zurück, um wieder runter auf unseren Ring zu kommen. 10 feste Maschen einmal zurückhäkeln. Jetzt springen wir eine Masche in unsere Grundmaschen am Ring weiter und ketten unser Öhrchen an den Ring. So, fertig ist unser erstes Ohr. Jetzt springen wir ein paar Maschen weiter, indem wir 5 Kettmaschen häkeln, um einen Zwischenraum zwischen den beiden Ohren zu bekommen. Einfach in den Ring, in die festen Maschen, jeweils eine Kettmasche, das Ganze 5 Mal. Und nun häkeln wir unser zweites Ohr. Das wird genauso gehäkelt wie das erste. Wir schlagen 18 Luftmaschen an, befestigen die mit einer Kettmasche am Ring. Dann häkeln wir die ersten 10 festen Maschen in den Ring, ein Picot und die 10 festen Maschen wieder zurück, gehen eine Schlaufe weiter und befestigen unser Öhrchen an unserem Ring mit einer Kettmasche. So, am Ende angekommen. Das Ganze, wie gesagt, mit einer Kettenmasche am Ring befestigen. Nun können wir unsere Schlaufe aufziehen, den Faden etwas länger lassen, damit wir ihn jetzt noch gut vernähen können. Das Ganze sollte jetzt so aussehen. Den Endfaden gut vernähen.
Dann geht es weiter mit der Aufhängeschlaufe und dem Bommelschwanz. Natürlich kann man auch anstatt der gehäkelten Schlaufe ein dünnes Band oder eine Kordel zum Aufhängen verwenden. Für meine Aufhängerschlaufe habe ich 15 Luftmaschen benötigt. Ich ziehe mir den Faden zwischen die Kettmaschen, also wir haben ja 5 Kettmaschen gehäkelt, um aufs andere Ohr zu kommen, und durch die dritte Kettmasche ziehe ich mir meinen Schlaufenfaden, dann haben wir es schön in der Mitte. Wenn ihr einen längeren Aufhänger haben möchtet, dann natürlich einfach mehr Luftmaschen häkeln. Das Ganze mit einer Kettmasche wieder verschließen, den Faden einkürzen und das Ganze dann auf der Rückseite gut verknoten, dass die Schlaufe nicht wieder aufgeht. Und jetzt noch zum kleinen Bommelchen. Dazu benötigen wir unsere Gabel, so, wir legen unseren Faden auf die Mitte, halten den Faden fest und schlingen nun mehrmals um die Gabel herum unseren Faden. Je mehr wir drum herumschlingen, umso dichter wird auch unser Bommel. Also kann man ruhig ordentlich wickeln. Unseren Wickelfaden lassen wir etwas länger, legen unseren Anfangsfaden auf die Seite und spannen nun den Faden ein. Schieben das Ganze ein bisschen nach oben, so dass wir unten das Loch frei kriegen, und gehen nun durch die Mitte um unsere Fäden drumherum. Schauen auch, dass wir alle Fäden erfassen und ziehen das Ganze auch etwas fester, damit es so aussieht wie eine Schleife. Das Ganze machen wir so 2 bis 3 Mal. Und verknoten dann unsere beiden Fäden in der Mitte zusammen. Und kürzen den Faden ein, nehmen das Ganze von der Gabel runter und öffnen nun jetzt diese ganzen Schlaufen mit unserer Schere. Jetzt sieht er noch so ein bisschen zerfleddert aus.
Wir schneiden jetzt einfach mit der Schere das Ganze etwas bei, so dass es einen schönen runden Bommel ergibt. Fertig ist der kleine Bommel. Den müssen wir jetzt nur noch auf unseren Körper befestigen. Man kann den jetzt einfach festkleben mit Heißkleber oder man näht ihn dran. Ich nehme dazu einen Faden in der Farbe des Körpers von unserem Anhänger. Gehe einfach mit diesem Faden durch den Bommel durch. Und knote ihn hier unten an den Körper fest. Und fertig ist unser Hasenanhänger.